Wann ist Essen nicht nur gut für den Geschmack, sondern auch für den Planeten? Abseits vom Greenwashing großer Firmen gibt es Menschen, die es wirklich besser machen wollen. Sie lassen altes Handwerk neu aufleben oder starten mit ganz neuen Ideen. Max ist einer von ihnen. Mein Name ist Max. Wir machen hier Lama Gartengemüse. Und wir haben hier halt richtig schöne alte Gewächshäuser gefunden, die wir jetzt übernommen haben. Und wir standen halt hier vor, haben uns das angeguckt und waren halt so, machen wir das oder nicht? Und haben gesagt, lass machen. Und da ist halt auch der Name Lama draus entstanden. Gemeinsam mit 2 Studienfreunden gründet Max die Lamas. Die Gewächshäuser, mit denen sie jetzt arbeiten, lagen seit fast 20 Jahren brach. Der Plan der Jungs? Anpacken, um dem Betrieb zu neuem Glanz zu verhelfen. Seit einem Jahr sind wir jetzt hier. Wir haben jetzt einen kompletten Betrieb aufgebaut. Von null an. Wir hatten halt Voraussetzungen, Gewächshäuser waren da und ein Brunnen war da, aber alles andere mussten wir quasi auch erstmal erschaffen und aufräumen. Jetzt, ein Jahr später, ist der Betrieb weitgehend fertig. Inzwischen unterstützen MitarbeiterInnen wie Vincent und Jule das Team bei der Ernte. Mehr als 50 Gemüsesorten können die Lamas heute anbieten. Wir haben jetzt hier Kisten aufgeladen, dass wir jetzt den Sellerie, Wirsing, Radieschen und so weiter ernten können. Und da fahren wir jetzt aufs Feld raus. Über 3 Hektar groß ist die Anbaufläche rund um den Hof. Von der Aubergine bis zur Zwiebel gibt's hier fast alles. Allerdings mit einer Einschränkung. Wir haben absolute Saisonalität. Wir kaufen nichts zu. Im Winter hatten wir ein paar Kartoffeln. Aber dadurch, dass wir halt die Liste immer aktualisieren, gibt es halt wirklich nur das Saisonale. Max plant die heutige Ernte. Hier ist Handarbeit angesagt. Die Lamas arbeiten nach dem sogenannten Market-Garden-Prinzip. Ja, der ist nett. Market Gardening setzt auf Menschen, nicht auf Maschinen. Die Pflanzen können deshalb dicht beieinander wachsen. Unkraut hat darunter kaum eine Chance. Eine ökologische Art des Pflanzenschutzes. Die Lamas machen sich die natürlichen Abläufe zunutze. Sie erlauben sich nur ein Hilfsmittel: Glas. Wir haben im Gewächshaus vor allem Tomaten, Paprika, Gurken, Auberginen. Also auch im Freiland. Also wir haben da auch Freilandtomaten und Freiland-Auberginen. Aber die funktionieren einfach besser im Gewächshaus. Also das sind typische Gewächshauskulturen. Und wir haben ausschließlich Kalthäuser. Das heißt, wir beheizen die nicht. Aber wenn die Sonne scheint, geht es dann schon ziemlich ab daran. Hier haben wir Paprika-Ernte schon am Laufen. Die sind auf jeden Fall eine Seltenheit. Und diese lilanen, die sind am Anfang halt eigentlich komplett lila. Die kann man so, sind auch schon so sehr lecker. Und die reifen dann auf so ein blass orange oder halt lila orange rot ab. Und die sind auch sehr süß, das ist ziemlich cool. Und halt eine lilane Paprika, das kennt halt keiner. Auch für den erfolgreichen Anbau von Gemüse in Gewächshäusern muss man keine Energie verschwenden. Wir beheizen die nicht vor allem aus ökologischen Gründen. Wir wollen ja kein Gas oder Erdöl dafür verbrennen und man braucht es eigentlich auch nicht. Wir hatten jetzt halt die ersten Kultursätze von Februar bis April drin. Also Radieschen, Kohlrabi, ersten Salate, Lauchzwiebeln und so weiter. Und das passt dann halt zeitlich gut, wenn wir dann Mitte April die Sommerkulturen, also das Fruchtgemüse wie Gurken, Tomaten, Paprika, Auberginen, reinpflanzen. Teilweise haben wir es auch noch zwischen die vorherige Kultur als Mischkultur gepflanzt. Das funktioniert dann auch gut, dann fängt halt an, die Gurke hochzuwachsen, aber man hat dann unten drin noch den Feldsalat stehen. Also das ist schon, ja, das machen auch nicht so viele, so rumzuprobieren, aber wir haben hier schon einen großen Anteil Mischkulturen. Hier wächst auch besonders seltenes Gemüse. Ja, jetzt haben wir hier ein paar runde Möhren, runde Buntkarotten. Sogar hier in Mischkultur mit Tomaten. Und genau, die sehen jetzt von oben erstmal aus wie normale Möhren, aber die sind rund.
Das ist halt eine Rarität, die gibt es sehr selten. Bei aller Experimentierfreude, am Ende müssen es die KundInnen mögen. Deswegen gibt es vorab auch Geschmackstests auf dem Feld. Genau, also wir probieren hier auch echt viel mit Sorten rum. Wir wollen natürlich das finden, was am leckersten ist. Finde ich schön, eine schöne Würze. So idyllisch diese Arbeitsweise auch scheint, es gibt dabei auch Nachteile. Vieles von seinem Gemüse könnte Max im Großhandel gar nicht anbieten. Für uns muss man immer im Kontext sehen, wir verkaufen halt direkt an die Kunden und da können wir das anders kommunizieren. Wenn wir jetzt sowas im großen Stil, also an Großmarkt oder an Lebensmitteleinzelhändler verkaufen würden, das wären ganz andere Qualitätsanforderungen. Da könnten wir wahrscheinlich die meisten Formen hier auch gar nicht bringen. Sowas oder das wäre halt alles aussortiert schon von vornherein und das ist halt das Problem halt mit dem Handel, dass das alles genormt sein muss und schön aussehen soll. Wir haben deswegen gesagt, wir machen nur Direktvermarktung oder fast nur und dadurch können wir das halt kommunizieren. Das ist schon ein ziemlicher Vorteil. Max bereitet das frisch geerntete Gemüse für den Verkauf im Hofladen vor. Wir können jede Woche entscheiden und reinschreiben, das gibt's jetzt halt alles. Können sich die Kunden das aussuchen. Aber es ist schon was Besonderes, dass es quasi alles von uns ist. Es sind auch regelmäßig Leute da, die halt fragen, wie kriegt ihr das hin? Aber es ist halt alles. Alles von hier, alles lokal, alles saisonal. Max bringt die heutige Ernte zum Verkaufsraum am Hof. Der Standort ist gut zu erreichen. Er liegt neben einem Industriegebiet an einer Hauptverkehrsstraße. Ein wichtiger Erfolgsfaktor. Jule, Vincent und Mike sortieren die Ware. Heute wird viel Betrieb erwartet. Denn jeden Donnerstag können die KundInnen ihre Gemüsekisten abholen, die sie im Vorhinein per Abo-Modell bestellt haben. Wir können halt wirklich jetzt anhand der Daten, was wir alles verkaufen, auch unsere Planung anpassen. Wir wissen halt, was die Leute wollen. Das ist halt das beste Feedback, was es gibt quasi. Und wir ernten halt auch einfach nur das, was wir brauchen. Und bei ein paar Kulturen gibt es halt schon was, wenn was zu viel da ist, wie jetzt Zucchini. Das geht dann halt wahrscheinlich an die Tafel, größtenteils. Viele KundInnen kommen auch einfach mal so vorbei, um zu schauen, was die Lamas gerade im Angebot haben. Der Hofladen hat inzwischen viele Stammkundinnen gewonnen. Es ist wirklich richtig gut. Also die Auberginen, die Zucchini und so weiter, die sind klasse. Ja. Echt, ja. Die sind zwar teilweise so und haben keine, also die Kerne sind ganz, also man sieht sie nicht, das ist richtig Fleisch, das ist toll. Das ist einfach toll. Ja. Auch die Qualität spricht für die Lamas. Das Gemüse schmeckt sehr gut. Das Biogemüse und man merkt schon einen Unterschied zwischen dem, was sonst an den Läden drumherum angeboten wird. Das ist geschmacklich ein sehr großer Unterschied. Und natürlich muss man Regionales unterstützen und nicht irgendwo vom Ausland irgendwie Gemüse kaufen, wenn es hier gibt. Genau, also wir haben halt, unser Hauptding ist halt jetzt diese Abokiste. Das ist quasi das meiste, was wir absetzen. Und dann haben wir noch den Hofladen, der ist 24 Stunden offen zur Selbstbedienung. Und darüber hinaus geben wir unsere Reste, was jetzt halt vor allem dann heute noch übrig ist. Und was wir absehbar nicht im Hofladen absetzen, das geht dann noch an die Tafel. Und dann beliefern wir noch den Grünen Baum als eigentlich einziges Restaurant. Restaurantbesitzer Klaus Barth erinnert sich noch genau, wie es zur Zusammenarbeit kam. Und dann bin ich hier eines Tages vorbeigefahren, dann war die Verkaufstür hier vom Hofladen offen gestanden und dann bin ich reingegangen, habe mir das angeguckt und war so geflasht von dieser wahnsinnigen Qualität. Ich brauche im Moment für die Küche Tomaten, ich brauche Gurken, Auberginen, Zucchini. Aber die sind der Hammer. Und die sind auch auf dem Teller. Richtig cool. Der Restaurantbesitzer und die Lamas verstehen sich als echte Geschäftspartner. Sie unterstützen sich gegenseitig. Und sie sind auch sehr flexibel, das finde ich auch toll. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich rufe dann manchmal an, dass mir irgendwas ausging und dann kommt er 10 Minuten später und bringt es in die Küche.
Das ist halt eben auch der Vorteil von dieser Nähe, die wir haben. Mit einem Händler, der weiter weg ist, könnte man gar nicht so zusammenarbeiten. Das wird gar nicht funktionieren. Ein weiterer Vorteil? Man kann einfach mal probieren. Die sind sehr schick. Da würde ich gerne noch ein paar mitnehmen. Ja, das ist halt eine bunte Mischung. Das sind jetzt die ersten, deswegen sind die teilweise noch nicht so schön. Aber wir haben halt diese Tigertomaten, die gibt es halt in unterschiedlichen Farben, in Gelb, Aber die Grünen sind Pink, auch schön. Grün. Ja, Und die hier. und das ist halt einfach eine schöne Das ist auch eine Mischung. ganz schicke. Ja, Okay. genau. Und die schmecken auch einfach richtig gut. Und Ja, die kann man einfach so essen. genau, das ist einfach richtig lecker. Just-in-Time-Produktion fürs Restaurant. Gerade bei den Lamas geerntet, schon auf dem Weg in die Küche. Meld dich, wenn du noch Dankeschön. mehr Zeug Mach brauchst. ich gerne. Tschüss. Ciao. Der Grüne Baum, das Restaurant von Klaus Barth, ist nur rund 1 Kilometer entfernt. Der Küchenchef bereitet mit den Tomaten einen Burrata-Teller mit Kräutern und Blüten zu. Klaus setzt auf hochwertige saisonale Gerichte. Die bringt er für GästInnen des angeschlossenen Hotels und BesucherInnen der Region auf den Tisch. Der Grüne Baum ist ein Familienbetrieb. Klaus führt ihn in der 3. Generation. Was früher ein traditionell gutbürgerliches Haus war, hat sich über die Jahre zu einem modernen und kreativen Restaurant entwickelt. Das wäre jetzt Baba Ganoush. Das ist eine Auberginencreme mit Zitrone und Tahini. Mit ein bisschen Sesam und Ahornsirup und Olivenöl mariniert. Ein bisschen Chili, Kreuzkümmel. Bodenständig ist die Küche auf andere Art dennoch geblieben. Denn wie seine Vorfahren setzt Klaus auf frische Zutaten aus der Region. Die Speisekarte teilt sich in Klassiker und Moderne. So, hallo die Damen. Einmal die Antipasti-Gemüse. Und Burrata mit bunten Tomaten vom Gemüse Lama. Guten Appetit. Dankeschön. Danke. Reiche Ernte, gute Zusammenarbeit und zahlreiche KundInnen. Schon das erste Jahr läuft bei den Lamas. Sie wünschen sich, dass es so weitergeht. Denn die Anlage haben sie für die nächsten 100 Jahre gepachtet. Mir ist natürlich ein Wort, dass wir das hier für 100 Jahre haben. Aber wir haben halt einfach die Chance gesehen, die da drin steckt, dass man halt wirklich mal gezielt was aufbaut, was dann halt auch einfach über Jahre hält und ein Projekt halt auch was eigenständig steht. Also wir haben von der Struktur her auch nicht so, dass wir persönlich Pächter sind, sondern halt, wir haben eine GmbH gegründet, dass das Projekt halt auf jeden Fall weitergehen kann, auch wenn sich personell was ändern sollte. Ob neue Sortenpflanzen oder ein hofeigenes Café, Ideen für die Zukunft gibt es viele. Dabei ist den Lamas vor allem eines wichtig. Wir wollen halt hier einfach einen schönen Ort draus machen und wir haben da auf jeden Fall den Drive, dass wir unserem Motto treu bleiben, dass wir es einfach machen. Einfach machen. Die nächsten 100 Jahre lang.